Willkommen zum offiziellen Trypsilon-Regelvideo. Trypsilon ist ein reines Strategiespiel ohne Glücksfaktor für 2 Personen. Zur Vorbereitung baut ihr einfach den Rahmen auf. Dabei könnt ihr entscheiden, ob ihr die einfache Variante mit dem kleinen Rahmen oder die etwas schwierigere Variante mit dem großen Rahmen und den 4 zusätzlichen Rahmenstücken spielen wollt. Hier beschränken wir uns erstmal auf den kleinen Rahmen. Nun werden 25 oder beim großen Rahmen entsprechend alle 36 Spielkarten mit der Wasserseite nach oben im Spielfeld ausgelegt. Und schon kann es losgehen. Aber worum geht es eigentlich? Wir spulen mal schnell vor. Ziel des Spiels ist es, durch Entnahme von Karten, die vom Rand aus wieder eingeschoben werden, das Spielgeschehen so zu beeinflussen, dass die 2 eigenen gegenüberliegenden Seiten verbunden werden. Eine Person, nennen wir sie Anne, muss dabei die grünen Wiesen verbinden, während die andere Person, nennen wir sie Bernd, die beiden gelben Strände verbinden muss. Aber Vorsicht bei den Diagonalen. Eine diagonale Verbindung gilt nur, wenn auch die entsprechenden Ecken besetzt sind. Läge hier zum Beispiel eine verdeckte Karte, wäre die Verbindung unterbrochen. Ebenso bei einer diagonalen Verbindung um die Ecke. Auch am Rand muss die innere Ecke besetzt sein. Die beiden äußeren Ecken am Rand gelten hingegen immer als besetzt. Die kürzeste und schnellste mögliche Verbindung ist also immer am Rand entlang. Nun zum Spielverlauf. Zuerst legt ihr noch fest, wer die Wiesen und wer die Strände verbinden muss. Legt dazu die jeweilige Zielkarte vor euch ab und lost aus, wer das Spiel beginnen darf. Werden mehrere Spiele hintereinander gespielt, darf immer beginnen, wer das vorherige Spiel verloren hat. Der erste Zug ist immer ein sogenannter einfacher Zug. Dabei wird, in diesem Fall von Anne, eine beliebige verdeckt, also mit der Wasserseite nach oben liegende Karte entnommen und umgedreht. Die Karte darf jetzt aber nicht einfach am selben Ort wieder abgelegt werden, sondern muss vom Rand aus in der gewünschten Drehrichtung so wieder eingeschoben werden, dass die entstandene Lücke dabei durch angrenzende Karten zugeschoben wird. Nun ist Bernd am Zug und nimmt jetzt seinerseits eine beliebige verdeckt liegende Karte. Auch wenn die Karte vom Rand genommen wurde, darf sie nicht am selben Ort zurückgelegt werden, sondern muss ebenfalls so vom Rand aus in beliebiger Drehrichtung eingeschoben werden, dass dabei mindestens eine weitere Karte verschoben wird. Nun ist wieder Anne am Zug. Neben dem einfachen Zug, bei dem wie bisher eine verdeckt liegende Karte genommen wird, darf jederzeit auch ein sogenannter offener Zug ausgeführt werden. Dabei wird eine bereits offen, also mit der Stegseite nach oben liegende Karte genommen. Auch beim offenen Zug darf die Karte nicht am selben Ort zurückgelegt werden, sondern muss wieder vom Rand aus mit der Stegseite nach oben und in beliebiger Drehrichtung eingeschoben werden. Aber Achtung! Auf einen offenen Zug darf ausnahmsweise mit einem sogenannten doppelten Zug geantwortet werden. Anne darf also jetzt einen doppelten Zug ausführen. Beim doppelten Zug werden gleich 2 verdeckt liegende Karten vom Spielfeld genommen. Auch hier dürfen die Karten nicht am selben Ort zurückgelegt werden. Zuerst wird eine, dann die andere Karte vom Rand aus wieder eingeschoben. Da dieser doppelte Zug ein großer Vorteil sein kann, wir spulen hier mal wieder etwas vor, wird der offene Zug meist nur dann eingesetzt, wenn das Spiel mit diesem offenen Zug direkt gewonnen wird. Ist das Spielfeld so voll, dass nur noch 3 oder weniger Karten verdeckt liegen, beginnt das Endspiel. Ab jetzt kann auch eine offenliegende Karte genommen werden, ohne dass danach ein doppelter Zug ausgeführt werden darf. Einfacher Zug und offener Zug sind ab jetzt gleichwertig. Den doppelten Zug gibt es nicht mehr. Bei jedem weiteren Zug wird also einfach eine beliebige, egal ob offen oder verdeckt liegende Karte genommen und mit der Stegseite nach oben wieder eingeschoben. Es wird so lange weitergespielt, bis 2 gegenüberliegende Ufer verbunden sind. Verbindet zum Beispiel Bernd mit seinem Zug versehentlich die beiden Ufer von Anne, dann hat Anne sofort gewonnen. Bei einem doppelten Zug allerdings nur, wenn die Verbindung auch nach dem Einschieben der zweiten Karte noch besteht. Beim doppelten Zug wird also immer erst nach dem Einschieben der zweiten Karte gewertet. Sind nach einem Zug gleichzeitig sowohl die beiden Wiesen
als auch die beiden Strände verbunden, dann gewinnt die Person, die gerade am Zug war. In diesem Falle also Bernd, der mit seinem Zug die beiden Wege vervollständigt hat. Dann gibt es noch den Spielstärkeausgleich. Baut dazu den Rahmen einfach als Rechteck auf. Der bessere Spieler bzw. die bessere Spielerin, hier Anne, muss dann die längere Strecke überbrücken. Und jetzt viel Spaß mit Trypsilon.